Die Idee, nach Amerika zu gehen, war immer schon da. Amerika ist einfach die Skate-Szene viel größer als wir jetzt in Deutschland. Crazy, einfach geil hier zu sein. Three, two, one, go! Have you ever seen a flamingo air? A flamingo air? Flamingo air, yeah, in video games, yeah. I've never seen a flying flamingo. Wow, aufgeregt, aufgeregt. Ich habe mich eigentlich auf den Flug sehr gefreut. Ich freue mich eigentlich jede Sekunde auf der Reise. Also für mich war das auf jeden Fall unglaublich, also unglaubwürdig am Anfang, weil es ist erstmal richtig weit weg. Ich habe nicht wirklich lange drüber nachgedacht, habe direkt bei meiner Arbeit angerufen, mit meiner Uni alles abgeklärt. Wir sind da, San Francisco, wir kommen. Okay, Aufgabe Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge. Fahren wir hin. Erste Brücke. Super mega Sonnenschein. Wunderschöner Sonnenschein. Das erste Mal das Meer, ich bin ausgerastet eigentlich. Es war wirklich für mich so freaking out. Ich bin wirklich so happy gewesen darüber. Noch nie so was Schönes im Leben gesehen. Und dann, als ich schon aus der Entfernung die Brücke gesehen habe, durch meine Kamera durchgeguckt habe und wusste, boah, das sieht so crazy aus. Ich glaube, auf der Kamera kann man das nicht mal ansatzweise so rüberbringen, wie es in echt dann wirklich gewirkt hat. Alter, wir haben es echt geschafft. Schaut euch das mal an. Was für eine Aussicht. Dann sind wir von oben, haben wir gesehen, dass unten so Wellen rancrashen an die Felsen. Dann haben wir einfach nochmal einen Spaziergang reingelegt, den ganzen Berg runtergelaufen, ungefähr 1,5 Stunden, wo wir auch einen Wolf gesehen haben, oder was es war, ein Coyote, ich glaube, es war ein Wolf. Wir waren dann unten an so einem Strand mit einem Blick auf die Golden Gate. Das war auch nochmal sehr, sehr cool. Auch nochmal natürlich die Reaktion von Thomas, wie er direkt am Strand war und das Meer gesehen hat. Das war unglaublich. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben das Meer gesehen. Wirklich so groß. Pazifischer Ozean noch nie gesehen. Der Pazifische Ozean, oder? So wild sieht das hier aus. Wahnsinn. Wie die Hunde. Nach der Golden Gate Bridge brauchten wir erstmal eine Stärkung. Wir brauchten was zu essen. Wir waren mega kaputt. Dann gab es da so einen Würstchenstand mit Hot Dogs und Chili Jalapenos. Haben wir uns gegönnt. Thomas chillt da drüben mit dem Helm. Bist du krass? Das kommt noch. Schafe kommt. Ist gut. Da muss ich wegfeuern. Oh, der ist gut scharf. Kalifornien, denk mal. Oh mein Gott. Das schmeckt so gut.
Dann sind wir über die Brücke geskatet, auch nochmal eins von der Bucketlist abgehakt. Wir sind über die Golden Gate Bridge mit dem Skateboard geskatet. Wir sind hier Fisherman's Wharf. Jetzt fahren wir mal zum Crab House und essen mal richtig Seafood. Der Uber-Fahrer, der uns zur Golden Gate Bridge gebracht hat, hat uns dann einfach nochmal ein Seafood Place empfohlen. I'm a seafood guy, man, so you gotta go to the crab house. Da sind wir dann hingegangen und haben einfach eine riesengroße Krabbe gegessen, Muscheln, alles was das Herz begehrt. Oh mein Gott. This looks so awesome. The juices. Oh mein Gott. Thanks Das very war much. wirklich ein Hammer-Ausblick. Also neben dem Fenster konntest du direkt auf die ganze Stadt schauen und natürlich im Hintergrund auch die Golden Gate. Sonne ging langsam schon unter. Es war einfach wieder ein Traum. Aber so gesehen ist es für mich richtig interessant gewesen, so eine große Stadt zu sehen. Einfach mal so San Francisco. Ich war noch nie so weit weg im Leben. Wunderschön. Der erste Tag war einfach schon Killer. Very sweet. Morgen zusammen. Wir sind hier! Frühstück! Ja. Dennis, Alter, so geil. Foto machen? Oh mein Gott. So Thomas, jetzt checken wir mal hier diesen Rasen-Milkshake wieder aus. Was ist das denn eigentlich, Tom? Das ist eine Probe. Ich glaube, das geben die mit, dass die Leute probieren. Und das so. Ich glaube, der ist einfach zu groß. dafür, Oder dass zu du groß. da reinpasst. Too big. kann auch sein. Let's go. Okay. Das ist so gut. Tag 2, wir waren im Braille House, das Skateboard-YouTuber-Haus, größtes Haus, das es überhaupt gibt im YouTuber-Bereich. Das ist die Frage. Aber man kennt es schon von Videos. YouTube, einer der größten YouTube-Channel auf der Welt. Da, guck mal da. Da ist es, da ist es. Crazy. Parken einfach direkt hier. Direkt hier. So, neben der Ramp. Geil. Als wir dann in der Halle waren, die ganzen YouTube-Button sahen und dann sind wir durchgegangen. Und dann waren wir einfach in der größten Skateboard. Für mich ist das ja ein Kindheitstraum, da zu sein in dieser Skateboardhalle. Weil es wirklich richtig cool, man sieht das immer bei YouTube oder man sieht das immer im Internet, aber jetzt stand man selber mal drin und das Geile, wir waren einfach allein gewesen da. Es war einfach unglaublich, dass der Aaron Cairo uns so viel anvertraut hat. Das ist einfach amazing für mich gewesen, unglaublich. Crazy, einfach geil hinzusetzen.
Oh mein Gott! Ja! Ich habe meinen Backflip gestanden nach über einem halben Jahr, zum ersten Mal den Backflip wieder gestanden, nach meiner Verletzung, was ein riesen Erfolgserlebnis war, weil Mute Grab, Backflip, Too Fakey, in die Rampe wieder rein. Ich habe ihn sogar, glaube ich, 7 Mal gemacht. Der klappt jetzt wieder. I'm back. Voll hier auf die Rippe. Erstmal keine Luft mehr gekriegt. War am Boden am Verrecken und das ist David, machst du die Kamera weg. Ich so, David, film. Ja, man braucht nichts vormachen. Jeder fällt mal hin. Darum fahren wir auch alle mit Helm. Das Safety first. Aber es kann halt immer auch sowas passieren. Und dann, ja, ich dachte erstmal, eine Rippe ist gecrackt oder angebrochen. Und dann haben wir es aber doch noch anschauen lassen nach ein paar Tagen. Und waren bis 4 Uhr nachts im Krankenhaus. 4 Stunden in diesem Zelt hier draußen, allein in der Kälte, hat auf mich gewartet, wo ich ins Krankenhaus rauskam. Unfassbar. Danke, Thomas. Oh mein Gott. Du siehst aus wie ein Homeless. Homeless Skateboard. Wir sind nach dem Braillehouse 5 Stunden mit dem Auto nach LA gefahren. So, meine Freunde, wir sind gerade auf dem Weg von San Francisco nach LA, haben noch ungefähr eine halbe Stunde Fahrt vor uns, sind schon seit 5 Stunden unterwegs. Hier, der gute Mann ist am Fahren. Fühlen Sie sich? Ja, Mann. Ganz gut, Stunde noch, glaube ich. Kurz bevor wir in Los Angeles angekommen waren, mussten wir noch einmal diesen In-N-Out-Burger ausprobieren. Da war uns nochmal richtig klar, okay, das ist ja in Amerika, weil wie die dort arbeiten, das kannst du dir keiner erzählen, das ist wie wenn du eine Woche in Deutschland arbeitest. Die stehen da drin und schreien. Ja. Jawohl. Aber die Burger, die waren ganz okay, die haben gut geschmeckt. Und die Pommes waren auch ganz okay. Ja, aber es ist halt Fast Food, ne? Das ist halt, wie gesagt, nicht so was Gutes, wie was man in Restaurants bekommt hier. Guten Morgen zusammen, heute geht's wieder los, heute gehen wir skaten. Wir sind in LA gut angekommen, wir sind gespannt auf die Skateparks, auf die Palmen und gehen heute ein bisschen skaten mit Dan Corrigan und wer weiß mit wem noch so. Wir nehmen euch mit, bis gleich. Hello Dan! Nice to meet you, I'm Tom. It's Thomas. Hello, nice to meet you. How you doing? Dann haben wir in Los Angeles Dan Corrigan getroffen, auch ein legendärer YouTuber, der eine super Geschichte auch zu erzählen hat. There's a 100% chance you're gonna do it first try. Oh, first try! You got it first try. Not inspiring too. Like, Bro, dummy inspiring, he's no killing excuses. it, bro. No excuses, at all. none whatsoever. Oh man. Okay, that's right. That's it, or? That was it, yeah. Crazy, Good man. trick. Easy peasy. Yeah, you're teaching me this trick. Yes, sir. Crazy. Woo! I'm so Do you see this? This Oh is my crazy gosh. for me. Wow. This is the lymph of the Körper. Yeah, this is for me. Not so good if this is slippery. This is for my healthy. I don't ever give up. Yes. Hello skateboarders, hello into the world. My name is Tom, I'm skateboarding since 20 years. Today we are in LA and we are meeting up with Dan Corrigan. Hi. What's going on? You're so spontaneous, man. We just wrote you on Instagram and you was like, hey, let's meet. Awesome. Thank Oh you no, very much super for that. down.
super spontaneous. Yeah, I saw the DM, and like I get DMs like that a lot, so I always go to their profile. And what's funny is like I probably check like 1 out of every 3 DMs that I get, and like that one I happened to see, and I was like looking through with you guys, and I was like, oh yeah, I've been off filming for like 10 days now, so I was like, I should probably get back into it. What a great way to start. Glad you guys hit me up. So now, what I know about him, he's a full-time YouTuber now. You used to live in a car, right? Yep, I lived in a van for 4 years. Yeah. Awesome. Yeah, it was fun. It was as Awesome inconvenient. story. Yeah. You are now on yourself, filming videos. Yeah, it's sick. You are around with so many pro skaters as well. How you like it so far in the skateboard life? Oh, it's like YouTube life. the best life Now I you're could have having imagined. a Yeah, I mean, it's like, you know, growing up, I feel like a lot of skaters have the idea of like, oh, I want to be a pro skater. And for me, that was like, it was always kind of out of reach for me. I had friends that did it, like, you know, I had friends that Record Toy Machine, this and that, and I just never was to that level. And it's funny on how me getting into YouTube has allowed me to live the life that a lot of pro skaters get to live without any of the pressure. So it really worked out that I never made it in skating. I'm so glad I never turned pro, because this is way better. I just skate with my friends, I get to skate with a bunch of pros and film pros, and get pushed by them, but for the most part, it's like the perfect scenario for a skateboarder. Und er hat uns sogar noch ein paar Slash-Grinds gezeigt. Das ist, wenn du am Randstein entlang grindest mit den Achsen so. Die Tricks konnten wir davor gar nicht, hat der Thomas und mir beigebracht einfach. Innerhalb 15 Minuten Slash-Grinds. Das ist der Hammer. War echt cool. Es ist einfach geil, was er da so erlebt in LA und Umgebung. Es ist einfach cool, dass wir ihn treffen konnten. Das war auch unglaublich für mich. Er hat mich da gefilmt bei einigen Tricks und ich habe es cool gefunden, wirklich. Ja, ich habe das richtig gefeiert, mit ihm unterwegs zu sein, den ganzen Tag skaten. Die Fahrt von San Diego am Meer entlang, die war unbeschreiblich. Das war auch so ein richtig Loslassmoment. Die Sonne, Leute, das ist einfach, das ist wie Medizin. Die Vitamine, die Sonne gibt, die positiven Vibes und dann auch noch dadurch einen guten Track im Auto hören, an der Küste entlangfahren, Sonnenuntergang. Boah, pure Freiheit, Leute, pure Freiheit. Das war Hammer. Okay. Das ist ein Traum, wo ihr jetzt seid. Das ist einfach nur ein Traum. Das soll ich auf jeden Fall so mitnehmen als Lebensereignis fürs gesamte Leben, weil sowas Schönes werde ich nie wieder erleben. Und das ist einfach so. Also wirklich, wir haben hier richtig Geld investiert und richtig was reingesteckt. Aber ja, es ist unglaublich für mich hier zu sein, wirklich. Was haben wir denn da für eine tolle Unterkunft? Wahnsinn. Danke meine Frau fürs Buchen. Du bist der Hammer. Ja, mega. Das werden wir morgen früh gleich mal inspizieren. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Leute, die Reise ist der Hammer. Verfolgt alles mit. Subscribed, kostenlos abonnieren auf YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video. Am morgigen Tag checken wir, glaube ich, dann gleich mal den Pool ab. Davor treffen wir aber noch jemanden ganz, ganz Berühmtes. We are excited. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Can we be there in like 5 minutes or later? Yeah. Okay, that's nice. Yeah, that's fine. We're not far away. Well, Tony won't be here till 11. And can we make it 10:50? 10:50? Because we're Yes, just sure. moving stuff around in the warehouse. Yes, at the then moment, we will eat Make something it 10:50. somewhere. What's to eat here around? Is here a Perfect. Dennis? There's a deli called Hello Deli right around the corner. Ah, Hello Deli. Okay, that's where we're gonna Yeah, it's go. okay. Sandwiches. That's Yeah. it. That's good. Okay, perfect. Thanks very much. See you soon. See you Bye-bye. soon.
Was hast du für ein Gefühl, David? Dürfen wir Toni interviewen? Ich denke schon. Ich denke schon, ja. Also wir haben gerade einen Anruf bekommen von der Frau. Die hat gemeint, wir sollen, bevor wir es veröffentlichen, Bescheid geben. Spricht ja schon mal dafür. Also ich bin guter Dinge. What? Oh, Tom. Dann waren wir unten am Skatepark und dann sehe ich schon so, oben sind so Glasfenster, da sehe ich den Toni schon so vorbeihuschen. So, okay, ja, da ist er, jetzt kommt er gleich. Und ich weiß noch so, ich sehe in meinem Augenwinkel, okay, da kommt jemand um die Ecke. Dann schaue ich so nach links und auf einmal steht der Tony Hawk. Wow, that's a good question. The only guy that I remember seeing was John Comer. Ich hab's nicht realisieren können. Ich habe am Anfang gedacht, oh wow, Tony ist hier. Crazy, einfach so in San Diego in seiner Birdhouse-Rampe hat er uns einfach so besucht. When you go down, try to put your front wheels down faster. Aber jetzt nochmal bei ihm zu sein, in seiner Halle persönlich mit ihm zu skaten, 1-2 Stunden, war auf jeden Fall einer der Highlights unserer Trips, mit Tony Hawk zu skaten. Do a backflip, man! Tom, be careful. Be careful, Tom. So you come in faking, right? I come in faking, yeah. Yeah, that's pretty amazing. Oh, let me breathe 1 second. Dude, I would not be able to keep that straight. No, it's good. Yeah, Okay. I like it. It's 540. He went extra 180. Tony, I think I can drop this ramp. I think so. Oh yeah? It's a special day for us all. What is the biggest ramp that you've done? Oh, Well, how tall? 3 or 2.5 meters. 2.5 meters. 2.5 meters. With vert? Bird ramp. Oh, then you could do it. Hat ja eigentlich schon gereicht, aber der Thomas hat sich dann überwältigen lassen von Tony Hawk in der Halle und boah, ich mach's jetzt. Ich hochgehe. Ich so, oh, ich kann es nicht sagen, Thomas, lass es. Ja, aber er hatte das Selbstbewusstsein, das durchzuziehen. Am Stand dann da oben, hat noch eine kleine Ansprache gehalten. First time of my life, Tony Hawk's Ramp und droppt rein. The biggest drop in my life in Tony Hawk's Birdhouse ramp. 3, 2, 1, go! Klatscht am Boden auf von 4 Meter Höhe. Ich dachte nur so, oh mein Gott, hoffentlich geht's dir gut. Er war ein bisschen so zittrig am Boden, so, aber ihm ging's gut. Gott sei Dank ging's ihm gut. Und alles ist nochmal gut gelaufen. Leg is okay? Yeah, leg is okay. I think wow, it's very crazy. You like Yeah, dove down instead of letting your legs be. Oh. You know what I mean? Your legs Very have to be bent until the wheels hit. Deine Füße müssen angewinkelt bleiben, bis die vorderen Reifen die Rampe berühren. Oh. Okay? Hast du irgendwas Schlimmes hier oder so? Nee, ich hab nichts, aber es ist crazy. Okay. You want to make a break? Das Interview mit Tony, was wir machen durften, war auch sehr cool. Die Jungs haben sich hingesetzt, ich dachte mir so, okay, Hauptsache du verkackst die Schärfe nicht und wir haben Audio. Today we are at the Legends House, Legend Skateboarder, Tony Hawk Foundation, Rising for Skate Parks. It's Tony Hawk. What's up, guys? How are you? Thanks for having us, Tony. We Yeah, are so man. Right on. excited meeting you here in California. That we are able to skate your legendary half. I've never seen a half this perfect before. Yeah, I had it built over 20 years ago for a tour, and it goes up and down very quickly. Like you can put this whole ramp up in 2 hours, and I only ever skated it when we were on tour. So I bought this building so that we could skate it when we're not on tour, and it's just been here ever since. Have you ever seen a Flamingo Air?
Flamingo Air, yeah, in video games, yeah. Only in video games? Yeah. Okay. Yeah, Thomas, you did try to drop in. Yeah. Didn't work, but it was huge. It was a good try. It was a good Thank try. you, man. It was very hell hard yeah, for me man. to. That was impressive. I can't believe you tried that. How high is the ramp? It's almost 14 feet. I've signed a lot of random stuff. I've signed cars. Do you have any tattoos? I do, yeah. I have a skateboard right here. This one is awesome. Birdhouse. Yeah. How old is Birdhouse? Birdhouse is almost 30 years. This year? 30 years this year, Anniversary? Yep. Congratulations. Yeah, thank you. Congratulations. How many people you saw this trick I do, making a nude backflip? I've never seen anyone do that. Maybe I saw someone try it like on a mini ramp, like a quarter pipe, but landing on the flat, not on the landing on the transition. But I think it's cool. I never understood how to stay straight on a flip. Mm-hmm. When I do it, my body turns, like my shoulder turns. I can't. And flip and other tricks. Yeah, man, sick. Right on. Thank you so much. Yeah, good to meet you guys. Ich habe den Backflip fast gestanden. Toni war stoked. Der Thomas hat keinen Drop-In gestanden, aber hat es probiert und hat einen Kickflip im Flat gestanden. Und da hat auch gesagt der Toni, hey, du bist der Einzige, den ich kenne, an dem Fuß mit Beinprothese, der einen Kickflip macht. Yeah. Very slippy. Und ja, dann sind wir da raus und ich habe irgendwie locker noch 1-2 Tage gebraucht, um das richtig verstehen zu können, was da abgegangen ist in dieser Halle. Ich meine, wir haben Tony Hawk getroffen. Glaubt an euch, dass ihr hier irgendwann dasteht, wie wir alle drei, wie ich oder wie Tom Cat und der David, unser Filmer. Glaubt daran, dass ihr könnt alles schaffen, wenn ihr wollt, wenn ihr einen Glauben habt. Danke, Mann, das ist so crazy, hier zu sein. Das war nice. Awesome, thank you, Tony. Wir sind am Strand. Yeah, wir sind am Strand von Kalifornien, in San Diego. Einfach nur unglaublich. Lass alles nochmal durch den Kopf gehen, den ganzen Tag, was passiert recht, ist. Tom. Es ist so viel Sachen kann man gar nicht verarbeiten. So viel Sachen. Heute ist der 4. Tag. Der 4. Tag. Was in 4 Tagen hier erlebt wird. Einfach nur crazy. Das reicht für sehr lange. Wir waren hier gestern im Mike McGill Skate Shop hier in San Diego und wir kaufen dem David, sponsern wir ein Skateboard, damit er uns mit der Kamera hinterherfahren kann und damit wir ihm nicht hinterherlaufen müssen.
damit er ein bisschen schneller mit uns mithalten kann, kriegt er jetzt sein erstes eigenes Profi-Skateboard von uns geschenkt. Das ist ein Andy Anderson Pro Model Twin Shape. Und da mache ich gerade das beste Tomcat Grip Tape drauf, schön grippig. Funktioniert sehr gut. Wir sind am Linda Vista Skatepark. Hier kommt man schon an und hier geht's schon ab. Wow! Brücke über Skatepark. Wow, Paradies! Linda Vista Skatepark, einer der größten Skateparks, die ich je gesehen habe. So, how long you doing this? 8 years. What's your name? Jack. I'm Tom. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, they're kind of crazy. Most people will always turn their heads when you pass by them. Yeah. Oh my gosh, what are those? One sec, let me show you like 3 tricks on flat ground. Okay, sure. So you can do throws where you throw it and then reconnect. Kick flips where you kick flip it. Land it. Up. Okay, okay. Stable, stable. Oh man. Nice. There you go. Oh man. Let's go. Hey, that was better. That was really good. Okay, straight line at first. This and that. Yeah. This. Oh wow, you're already doing it. That's amazing. That's amazing. Here, let me record. Oh my gosh! You went very far. You're already I'm a picking it up. free skate skater. Oh my gosh. There's no way. No way. Oh my gosh. The world's best free skater in the house here in San Diego. No, here in Linda Vista skate park. I'm just probably 3rd best maybe. 3rd best in the world? No, just in the United States maybe. That's in the world. Jake, thank you very much. Yeah, no, it was awesome Awesome to seeing you meet guys you. try them out. It's a nice vibe out here, right? There Oh, is yeah. also good. Und was mich auch freut, der David hat zum ersten Mal das Skateboarden eigentlich richtig gelernt, würde ich sagen. Er hat einen fakey Kickturn gemacht, eine halbe Drehung in einer kleinen Bank, ist die erste Rampe runtergefahren, hat mich schon gefreut. Hey, wir sind in Kalifornien, du musst Skateboard fahren. Arme schön ausstrecken beide. Boah, hier rein, ich würde so latzen, Alter. Nein, du schaffst es. Ja, I doubt it. Fallen zu Hintere lernen. Hand nach vorne. Oh. Close. Yes! Nice. Gleich nochmal. War sehr nice. Ey, wir müssen auch mal langsam machen jetzt. Ja, gell? ich bin so hyped, Alter. Yeah! Ja, alle Drehungen. Okay, dann probieren wir es mal mit dem Hochfahren bei der Rampe. Der war knapp. Er hat's geschafft! Woo! Erste Drehung. Nice. 180 Kickturn. Und wir sind schon wieder am nächsten Skatepark, der Pools Park. Hier ist der Pool. Guten Morgen, it's my birthday. Wir gehen raus. Oha, was ist das denn? Alles Gute zum Geburtstag.
Danke dir. Auch von mir alles Gute zum Geburtstag, Tom. Ihr seid ja krass. Was habt ihr denn gemacht? Das ist ja nice. Hier richtig was Gesundes. Oh mein Gott. An diesem coolen Glastisch. Hammer, ja, dann hauen wir rein, oder? Geil. Mega, mit Orangensaft. Cheers. Stoß mal an. Jo, auf deinen Geburtstag, Tom. Da sind wir. Venice Beach. Angekommen. Wieder gutes Wetter. Es ist Tag 6 tatsächlich. Venice Beach Skatepark ist der Skatepark, der am bekanntesten ist auf der Welt, weil du immer gutes Wetter hast. Da sind die ganzen Oldschool-Skater groß geworden. Jay Adams, Stacy Peralta, Tony Alva. Legendärer Spot. Ich war ja schon mal da, also da sein ist immer cool und jeder, der jemals in Los Angeles, Venice Beach ist, der muss zum Skatepark gehen und da einfach ein bisschen zuschauen. Oh wow. Hier ist er. Oh wow. Wir sind angekommen. Wir sind da, Wahnsinn. Ich kann es nicht glauben. Venice Beach, meine Freunde. Wow. Das ist der Wahnsinn, Tom. Wirklich. Tom und Dara, Dankeschön für alles, wirklich vom Herzen. Ich bin euch so dankbar, hier zu sein. Das ist der Wahnsinn. Wir sind einfach am Venice Beach. Wahnsinn. Wir sind hier! Oh no, Ich glaube, es ist der Monitor, nicht die Cam. Hast du es drauf? Ich hab's gefilmt. Die Aufnahme? Ja, ich hab die Aufnahme, glaube ich, drauf. Ist voll Wasser in die Cam rein dann, oder Da was? ist einfach das Wasser kurz so drüber geswippt. Oh no. Das ist der Bildschirm. Mein Monitor ist normal. Das heißt, dass der Bildschirm normal ist. rot. Ich habe dann einfach mit dem roten Monitor weitergefilmt. Und am nächsten Tag haben Tom und ich beschlossen, wir fahren zu einem coolen Kameraladen. Die Kamera war zum Glück nicht kaputt, es lag an den Kabeln. Also nochmal kurz Kabel ausgetauscht, Monitor drauf. War halt ein 500 € Kameracrash an dem Tag. Tut weh, aber ja, braucht man halt. Und ja, das war so mein erster Tag Venice. Coole Zeit hier. Schöner Geburtstagstag. Ich habe noch Bock, was zu essen, und zwar Muscheln. Oh mein Gott, der zweite Tag Venice Beach. Wir sind zum Skatepark gefahren, David und ich alleine. Und dann hatte ich ja schon die Tage davor Dan Corrigan gefragt, so, hast du jemals einen Flying Flamingo gesehen? Oder Flamingo Air, also Flamingo in der Luft. Er so, nee, Flying Flamingo? No, niemals gesehen. Also. Tom wollte ja auf der Reise auf jeden Fall einen ganz besonderen Trick landen, und zwar den Flamingo Air oder wie er ihn nennt, Flying Flamingo. Vielleicht kennt der ein oder andere den normalen Flamingo am Boden. Den wollte er auf jeden Fall machen, während er in der Luft ist. Ich weiß, ich kann den Flamingo sehr gut am Boden. Den in der Luft zu können, das wäre schon echt cool. Ah, die Sonne ist einfach herrlich. Hier drüben wird gesurft. Auf der anderen Seite ist der Santa Monica Pier mit dem Riesenrad. Herrlichst. Und die ganzen Palmen hier. Wenn man von hier, vom Gully,
da reinschaut, da habt ihr schon sicher 100.000 Fotos gesehen auf Google von diesem Skatepark. Hier geht die Sonne auf, da am Meer geht die Sonne unter. Und dann ging es dann los, bam, fast gestanden. Entweder du verletzt dich oder du stehst es und du weißt dann für immer, wie es geht. So funktioniert's. Andy Anderson kam dann noch rum, so nach dem 200. Versuch kam der Andy Anderson vorbei und hat gesagt so, hey dude. Ich so, hey, das ist Andy, nice to meet you, it's awesome. Have you ever seen a flamingo air? A flamingo air? Flamingo air, yeah, in video games, yeah. I've never seen a flying flamingo. Der war. Der war. Der war. Der war sowas von. 6 Stunden später habe ich ihn dann gestanden. What's up, Andy? Yo, how you doing, man? Flying flamingos. So nice to meet you. So nice to meet you too. Flying flamingo? Good job working on your trick today. Ever seen the flying flamingo? I've never seen a flying flamingo. Okay. That's But pretty you do badass. flamingos as well. Yeah, I mainly do the old school flamingo like this one. Oh, nice. Es waren 263 Takes. Also Tom ist da 263 Mal in den Pool rein und wieder rausgesprungen, bis er diesen Flying Flamingo steht. Zwischendurch natürlich alle Skater haben gefragt, hey, was ist das für ein Trick? Wie heißt der? Das haben die vorher noch nie gesehen. Tom hat durchgezogen, größten Respekt. Ich hatte locker schon nach 2 Stunden abgebrochen. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ich saß dann auf dem Boden, Gesicht Sonnenbrand, wie man vielleicht sehen kann. Bisschen rot. Ich bin so hyped. Ich habe einfach einen Flying Flamingo, so wie ich ihn nenne, gestanden. Einen riesengroßen Mega-Dank geht an David. Der ist hier ungefähr 5 Stunden dran gesessen. Wir waren so lange da. Es war Sonnenaufgang. Es war einfach Sonnenaufgang. Wir sind hier im Dunkeln hergekommen. Und jetzt, schaut mal, da hinten ging die Sonne auf. Jetzt ist es einfach, wie spät ist es jetzt? Jetzt um 2, wir waren um 7. 2 Uhr nachmittags. Wir waren um 7 hier. Ey, meine Füße, ich muss euch das mal schnell zeigen. Ich muss mal in die Sonne. Aber von hier bis ganz oben, all the way up, ist alles geschwollen und alles blutet auch teilweise. Aber Trick verdient. NBD, Flying Flamingo. Chilling am Walk of Fame. Wieder Fast Food. Aber hilft ja nichts. Walk of Fame ist einfach nur eine Attrappe für Touristen erfunden, dass sie da ihr Geld lassen. Jeder dritte Store ist irgendein, wo du Anhänger kaufen kannst für den Kühlschrank, irgendwelche Mitbringsel, so Sachen. Das ist Walk of Fame, könnt ihr euch sparen. Aber die Sterne am Boden, ja, pfeife ich drauf. Lieber skaten, ein paar Skateparks auschecken. Angekommen am Venice Beach Skatepark. Wetter ist wie immer geil.
Der letzte Tag mit David gestern Abend war ein Traum. Wir waren am Santa Monica Pier. Wir haben erstmal von Bubba Gump Shrimp Company gutes Seafood gegessen. David, dein Abschiedsessen. Ein paar letzte Worte für den Vlog. Geil. Einfach geil. Dein Sonnenbrand, Beste. Ha? Geil, ne? Das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen. So cool, auch der Sonnenuntergang, die Farben hier zum Filmen. Jeden Tag sind so geile Farben drauf. Wir gehen noch höher. Crazy! Alter, das Meer! Saßen wir da drin in diesem Riesenrad, wir drehen einfach alle hoch und wir drehen alle durch. Alle drei mit Kameras, Handys, filmen das. Oh, da hinten ist Los Angeles, da ist der Sonnenuntergang, da ist der Skatepark. Wir gehen rein, wir gehen hoch. Wir sind auf dem Riesenrad vom Santa Monica Pier. Es ist gigantisch, der Sonnenuntergang ist am Start. Wir haben eine geile Zeit, wir verabschieden unseren besten Filmer, unseren Mitreisenden, den David, der immer noch am Filmen ist natürlich, hört nicht mehr auf. Neuer Monitor, neues alles. Da drüben ist der Venice Beach Skatepark. Und jetzt genießen wir mal den Ausblick. Ja, war ein mega Abenteuer mit euch. Danke für alles. Heute zeigen wir euch den Skatepark in La Quinta X Skatepark in Palm Springs in der USA. Der Skatepark ist riesig, ihr werdet sicher enjoyen. Schauen wir mal rein. Mega dankbar, dass wir hier überhaupt sein dürfen. In Deutschland ist gerade noch kalt und Schnee und wir dürfen hier einfach rumskaten in Kalifornien. Surfing is the mother of skateboarding. 900 flip, 900 pop shove it. What was the first time you did the Unger flip actually? Oh, the Unger flip, yeah. Oh, that's a long story, but I'll try to shorten it up. Okay. So I was walking down, I had this really weird shaped board, but it had the spoon on it. It had the spoon on both sides. It was a little bit longer. And I was really mad, and I threw it to the ground, you know? And then I looked, and it was in my hand, and I just started having a nervous breakdown. I just thrown it, and it was in my hand. So it took me like 2 years to figure out that I could just start bouncing it. And that's the first thing I did. I was just like bouncing it like a basketball. And then I realized, hey, maybe I can do something, you know? And then I finger flipped it. It took me like 4 years. I'm a very slow. Accident. I'm very, very slow. Have you seen Neil Unger around here? Yeah, I have seen. We meet up with him today. Oh yeah? Skateboarder. Yeah, Neil Unger's, he's cool, yeah. Right? Yeah. He's one of the oldest skateboarders I've ever seen, like 65. Super cool to skate with. Yeah, I actually met him when I was like 12 years old. That was one of the first skaters I ever met. I was at the Volcom skate park. That was one of the first you've ever met? Yeah, like one of the first skaters I ever met. I was 12 years old at the Volcom skate park in Costa Mesa, and he came up and he was doing some crazy trick. He was bouncing his board on the ground, doing finger flips. Flip. Yeah, the Unger flips. Yep. Yeah, he's a cool guy. And then, but the funny thing about him is he never remembers my name. Like, and he's terrible with names. So like, I've re-met him like 20 times. Okay. He's fun. Say your name again, please. Brendan. Brendan? Yeah, Brendan. So now he's gotta remember. Yeah, I doubt it though. He calls me like Frank or like James every time I see him. He's so funny. Hier läuft einfach mein Song Rolling Down.
Angel zu Hause eingeladen sogar. Dürfen bei ihm eine Nacht bleiben. Richtig, richtig cooler Typ. Wirklich der Hammer. Neil ist the best guy. Hinter uns im Auto. Wir fahren jetzt mit ihm zu unserer Unterkunft, weil er hatte Bock, einen kleinen Ausflug zu machen mit uns. Richtig cool. Amazing, man! Oh my gosh! You did it! Yeah, that was so tight! Blinded, dude. Oh my god! That was easy! Wow! I landed the backflip. I'm so stoked. Dude, like 4 tries. Like You did 4 it quick. tries. I'm normally pretty good at that too, though. If someone tells me a trick they want to do, I'm like, I know the spot. And you showed us the perfect skate park, perfect spots. It's so nice to having Nigel. NK Bits. Let me say it again. It's so nice to having Nigel around. He's showing us the best skate parks here. It's his hood, his area. It's so awesome. I'm so glad to be here with you. Thanks I know. again. I'm glad you guys hit me up, dude. Worked out perfect. Venice Beach Skatepark ist leer. Wir genießen den Sonnenuntergang. Alle Leute versammeln sich, gehen der Sonne entgegen. Das ist doch einfach nur schön hier, oder? Wow, unglaublich hier, wirklich unglaublich. Thomas, unser letzter Tag in Venice Beach. Skateboarding. Ja, man. Mit neuen Achsen. Yeah. Brandneue Avenue Trucks. Let's go. Let's go skateboarding. Letzter Tag. Very amazing. Yeah, right. Skateboarding. Yeah. Thank you. She got it. Danke, vielen Dank. Wie fühlt sich? How do you feel? Oh, ich bin aufgeregt. First 180 picture. Very excited. On the 5th day. Congratulations. Lauf rein! Einfach reinlaufen!
Vielen Dank für diese Reise, Tom. Unglaubliche Feelings hier. Unglaubliche Feelings. Ich kann es nicht beschreiben, was wir in 14 Tagen alles erlebt haben. Du bist verrückt, ey. Die Reise abschließend bewerten kann ich gar nicht. Es ist so viel passiert, es ist so aufregend auch und ich werde es erst realisieren alles, wenn ich wieder zurück bin, wenn wir das Footage hier schneiden, wenn das Video rauskommt, dann werde ich einfach nur noch mal den Kopf schütteln und sagen, was haben wir hier erlebt für eine Reise? Unglaublich. Ich würde schon sagen, dass es bis dato die Reise meines Lebens war, einfach weil es so weit weg ist und weil wir so viel krassen Shit erlebt haben in dieser Zeit. Das werde ich nie vergessen. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt, was die Doku, wie sie rüberkommt. Es ist einfach nur unglaublich so, die ganzen Leute, die ganzen so Skateboard-Szene in LA oder in den USA ist einfach viel größer als in Deutschland oder in Österreich. Vielen großen Dank an meine Frau. Du bist der Hammer, du hast uns immer die Unterkünfte gebucht und es so möglich gemacht, dass wir überhaupt noch die nötige Energie hatten, weiterzureisen, weil wir mussten einfach nur einchecken in die nächste Unterkunft und weiter ging es. Also großen Kuss geht raus an meine Frau. Ich würde das so beschreiben als die beste Reise meines Lebens. The looping you have built outside of the warehouse, is it the perfect size looping, or is there a possibility of building it smaller? Oh, the loop? Yeah. That's a good question. Wir waren bei Tony Hawk, jetzt habe ich meinen eigenen Looping gebaut, hier im Hintergrund. Und schau mal, ob ich es schaffe, der erste deutsche Skateboarder zu sein, der ein Looping fährt. Da ist er. Das sah wild aus. Unser Man. Moin, na, alles klar? Ja, sieht krass aus, oder? Sieht krasser als auf den Bildern. Aber ich frage mich immer noch, ich meine, okay, du hast jetzt mehr Schwung, aber ich frage mich trotzdem, wie du es dann schaffen willst, diese Drehung dazu nehmen. Du bist schnell genug. Ja? Ja, ja. Ich bin von hier ohne die Rampe losgefahren. Ich war schon so schnell, dass ich es, glaube ich, schaff's. Hast du schon einmal geschafft? Ich habe noch nie ein Looping gefahren. Wollen wir erstmal eine Matte drunter legen? Ja, wir holen jetzt erstmal die Weichbodenmatte, die ist okay, oben im Mhm. Denner. Und dann, die sind 80 cm hoch, 2 Matten. Und dann Okay. fahre ich auf die Matten drauf, dann weiß ich, wie schnell ich bin. Und es ist eigentlich ready to ride, also wir können eigentlich schon loslegen. Und go. Oh, Alter. Nein. Oh, ja. So darf das nicht anfangen. Du blutest sogar, verpiss dich. Oh. Komm. Schau mich an. Mir ist alles gut. Ja, nee, du blutest wie Seuche. Du brauchst ein Thermopflaster, wenn du weiter... Wow, nein. Oh, du musst es nähen lassen. Hast du sowas? Digga, nein, du musst es nähen lassen. Hör auf. Du musst jetzt, wie du bist, ins Krankenhaus, Digga. Du musst es nähen lassen. Das ist ein richtig krasser Holst Cut. du mit Zewa oder irgendwas? Ja. Scheiße. Ja, aber du musst Film. ins Krankenhaus. Ja, das läuft. Ja. Ja. Okay, David fährt mich ins Krankenhaus. Ungünstigerweise ist mir mein Board auf meinen Kopf gefallen. Ja, nicht so geil.
Mal gucken. Wir sind just in time hier raus, Leute. Weiter geht's. Und wir haben noch 40 Minuten. Und weiter geht's. Wieder zurück. Ein paar Tries. Aber dann ist es einfach so, die Kraft geht dir nach 10 Mal reinfahren aus. Das ist so eine Fliehkraft, die in die Beine geht. Der Looping nimmt dir nochmal richtig viel Kraft raus. So, das ist hier gerade durchgecrackt. Eine Dachlatte hat es zerfetzt. Hier ist es weg. Wir haben die Looping-Action jetzt abgebrochen, weil der erstmal repariert werden muss. Wird jetzt auch schon dunkel. Wir suchen uns einen Tag raus, wo Sonne ist. Übermorgen soll es ein bisschen besser sein. Jetzt gehen wir erstmal aufs Avril Lavigne Konzert. He was a skater boy. Also hatten wir mehrere Sessions über Tage, Wochen, Monate verteilt. Man will es, man kann es, man versucht es, man gibt sein Bestes. Man kassiert, man wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeschallert. Und dann ein paar Wochen später, zack, Kapselriss mit Fingerbruch. Michi, Augenzeuge-Statement. Was sagst du bis jetzt? Ja, ist jetzt schon viel besser von der Haltung. Man sieht jetzt auch, wie du richtig den Arm mitnimmst und den Schwung mit reinbringst. Und jetzt klebst du richtig an der Decke vom Looping schon dran. Also bin zuversichtlich, dass wir es heute schaffen. Was sagst du dazu? Sweaty nass. Aber man darf nicht aufgeben. Alles okay. Oh, what the fuck, dude? Hast du es gesehen? That's a good question. The loop I have is 14 feet tall, so that means it's a 7-foot radius, 7-foot transition. I wouldn't want to skate anything less than 7 feet transition. So if you made a smaller one, it would mean that the transition's so tight, it would be hard to use your legs properly. That's why. So yes, it's possible, and people have done smaller loops, but I wouldn't want to. Personally. Nicht dem Sonnenuntergang entgegengerollt, aber irgendwie hängen geblieben, aber ausgerollt. Auf jeden Fall der erste. Fühlt sich gut an, Alter. Ja, es sieht so aus, als ob alles noch relativ intakt ist. Ja, ohne Schmarrn. Vielleicht ist hier und da mal was gecrackt. Aber es ist einfach nicht der Ort dafür dann, ne? Das kann ja immer wieder passieren. Ja, das ist einfach, das war eine Böe. Sowas ist so noch nie passiert. Noch nie passiert sowas. Eine Böe. Es ist echt wie eine Ziehharmonika, wie du gesagt hast. Leute, ihr seht selbst, Anfahrt destroyed, Halfpipe. Ich habe jetzt erstmal sehr viel zu tun und ganz viele andere Projekte. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir halten euch auf dem Laufenden und bis bald.